Zeit, die habe ich. Und ich hätte Equipment, ich hätte Erfahrung, um eine Doku zu drehen, aber das Thema will mir einfach nicht einfallen. Ich habe keine Idee. Nicht der blasseste. Deshalb haben wir uns entschieden, Edelstahlbecher zu nehmen. Entschuldigung, Noah, siehst du nicht, dass ich gerade in einer depressiven Phase bin? Hä? Ich habe keine Idee, was ich für meine Doku machen soll und du bist mir da irgendein Guggus am Schnurren? Wie wär's, du begleitest mich nach Argentinien? Wieso nach Argentinien? Wieso denn da? Bro, wieso das? Hörst du mir eigentlich zu? Zu unserem Mate brauchen wir neue Kalebassen, Bombillas. Ich gehe nach Argentinien, wir importieren noch mehr Spezialitäten für unsere Firma, Kota. Kota? Die Firma, die ich mit meinem Bruder gegründet habe. Hallo? Bist du blöd? Ah, ja, ich werde dich begleiten nach Argentinien. Du zeigst mir den Mate, die Matefelder und das Zeug. Ah, ich habe auch schon den Titel. Von den Alpen zu den Pampas. Missiones ist im Norden. Oh, lass uns die Doku beginnen mit ein paar schönen Alpenaufnahmen. Ja, So. Ja, wir bauen alles um, deshalb. Ja, ist alles aus dem anderen Raum draus. Wir sind hier im Office von uns, also halb Office und Lager. Hier haben wir die geschlossene Ware von uns, das sind die 20 Kilo Säcke. Die Anfänge, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Irgendwann haben wir uns dazu entschieden, dass wir eine GmbH dafür brauchen. Dann ging es eigentlich darum, dass wir das Geld zusammenkratzen. Man muss ja 20.000 hinterlegen, für eine GmbH gründen. Und der Dennis ist halt ein leidenschaftlicher Motorradfahrer gewesen. Er hatte erst eine kleine Maschine und dann hat er sich eine richtig große mit viel Power geholt. Die hat Schweine viel Geld gekostet. Die hat er nachher verkauft und von dem Cash haben wir sozusagen genau den Treuhänder bezahlt und auch die 20.000 halt auf der Seite gehabt, um die Firma zu starten. Ja, so haben wir das Geld zusammengekratzt, ja. Genau. Und ich meine, die Entstehung ist dann nachher nur noch eine Unterschrift beim Notar. Jetzt habe ich vorhin schon Mate getrunken. Jetzt bin ich nicht so sensibilisiert für die Bitterstoffe. Aber in dem Sirup, unsere Basis, du musst die trinken und du musst so bitter muss es sein. Also der Name ist entstanden von Kota, als wir auf einer langen Autofahrt waren, ich glaube 5-6 Stunden. Es lief Kota the Friend. Dann habe ich mir gedacht, Kota, cooler Name, nennen wir das. Starte mit Uwe. Aber eigentlich kam es eher von den Fantasienamen, die wir immer in unseren Games benutzen, glaube ich, eher so. World of Warcraft, Ion, Omnix, was weiß ich, ein Chance. Wir haben 303 Flaschen geschafft und ja, ein bisschen müde. Es ist 1:30 morgens. Und da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Wir machen jetzt zack, zack, Putz. Und im Optimalfall bringen wir es morgen schon an den Mann, oder? Also jetzt kommen noch Etiketten drauf. Ja, Etiketten kommen noch drauf. Etiketten kommen. Und wir eine machen. Unser Mate ist
definitiv einer der besten. Und er kommt aus dem Hauptanbaugebiet von Mate-Tee in Argentinien. Und das ist Misiones. Und Misiones steht für Mate-Tee. Bro, also ich will ja nicht sagen, das bin ich, aber das bin ich, Bro. Dieser große, starke Typ. Ja, was ist mit dem? Das bin ich. Das dauert, man sieht alles bemalen. Ja, der Pascal macht das manchmal 10 Monate am Stück und nachher hat er so ein kleines Haus gebaut. Sehr erfrischend und sehr willkommen bei diesem Wetter. Das finde ich sehr toll. Das kommt jetzt in die Stores, Ja. ins, die wo wir haben. Und das kommt auch besser an bei den meisten Leuten, weil du hast schon viel Aufwand über das. Leute will immer weniger von Genau. Ja, das sind noch ungefähr 3,5 Tonnen Mate-Tee. 5 Tonnen hatten wir bestellt. Da wird jetzt ein Großteil davon zu Sirup und Eistee verarbeitet und die restlichen 250 Gramm Packungen und Boost im Beutel, die wir noch haben, genau, gehen an unsere lokalen Händler. Genau, hier wird eigentlich unsere Ware kommissioniert und abgepackt. Teebeutel werden einzeln abgefüllt, Packungen, jede einzelne wird gefaltet in 10, 20 Schritten. Also wir füllen jeden einzelnen Teebeutel von Hand ab, hängen geblieben. Unsere wirklich hängen geblieben. Aber ja, bis jetzt hat es gut funktioniert. Wir haben schon ein paar tausend von denen hier draußen. Ich habe es schon geschafft. Einfach mit dem Skateboard in der Küche. Heute sind wir im Niederdörfli in Zürich. Das Wetter ist leider nicht so gut, aber wir leben in der Schweiz, wir kennen es. Salut! Wollt ihr vielleicht einen Mate-Sirup probieren? Okay, thank you. Als Alternative, wenn jemand ein Apero möchte oder irgendwie so mal ein anderes Getränk, nicht einfach nur irgendwie so einen Aperol Spritz, sondern mit Mate-Sirup, Mate-Lime-Sirup, mega coole Alternative für den Sommer, wenn er dann kommt. Es hat viel Zucker drin. Das ist da je nach Geschmackssache. Die Argentinier haben es gar nicht viel. Salut, wollen Sie vielleicht den Mate probieren? Der Zeitdruck und der Reisebeginn nächste Woche hat es jetzt nicht erlaubt, nochmal was zu verschieben, oder? Damit man noch eine Degustation schafft, bevor man sich verabschiedet ins Ausland. Nur schon der Gedanke an einen Albtraum, ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Du hattest Angst vor Albträumen, nicht Ja. was da drin war, oder wie? Argentinien hat ja eine Krise hinter sich und ist immer noch drin. Aber wenn man Pech hat, können viele Sachen einfach so laufen, dass man letztendlich sehr viel Geld ausgibt und nichts bewegt hat. Also deswegen muss man vorsichtig sein in allen Bereichen. Aber zurück zu den Wurzeln, würde ich sagen. Back to the root ist immer importante. Siempre importante. Ansonsten sind die Leute sehr nett dort und sehr lieb und sehr offen, sehr gastfreundlich. Und die Kultur liebe ich und deswegen gehe ich fast jedes Jahr runter. Ich probiere jetzt den Wodka Mate. Auf gut Glück. Mal schauen. Saludos, oder? Ne? Ne? Oh. Das ist der Tee. Wow. Der Tee ist so stark. Der Wodka ist ganz im Hintergrund. Ich war mit dem Noah am Arbeiten in einem Lager. Also ich war Lagerist und er war das Callcenter von dem Lager. Eben, und dann ist er auf die Idee gekommen, mit dem Dennis zusammen das Mate importieren. Und ab Tag 1 bin ich gewesen, that's it, ich bin dabei. Wir bauen das jetzt zusammen auf und ich gebe mein Bestes, und ich darf dazu beisteuern, dass das ein erfolgreiches Unternehmen werden kann. Weil den Unternehmergeist haben wir alle miteinander getragen. Kollegen sind wir schon gewesen. Und so habe ich mich dieser Challenge einfach angeschlossen. Pascal und ich sind auf einer Reise. Es wird laut und dort nicht leise. Wir sippen Mate, es gibt Preise. Gib mal aus. Ich bin Pascal. Dankeschön. Wir haben einen Flug verpasst, Bro. Ich melde mich später. Zum Glück haben wir hier viele Freunde, weil meine Freundin hier Freunde hat. Und dann können wir bei Noah übernachten, im anderen Noah. Wir haben Pascal.
bei Tabacco in das Land? Der Flug. Wir kommen zu spät an gestern. Ja. Und dann mussten wir halt heute den Tag verbringen in Amsterdam. Hier so, leider. Ja. Leider. Ich werde durch das große Tor reingehen, ich werde das Haus echt aufmachen und wenn wir durch dieses Tor reingehen, weil ich habe böse Hunde. Okay. Ich habe sehr böse Hunde und die sind sehr böse. Bis jetzt hat keiner nicht gestohlen, weil die haben Angst vor die Hunde. Der Gerardo hat uns vorhin erzählt, wir sind jetzt hier bei ihm zu Hause und so, wenn du in der Gemeinde nachfragst, dann sind diese Straßen alle offiziell schon längst geteert worden, aber sie wurden nie geteert und das Cash ist einfach irgendwo verschwunden. Die ersten Jahre war es sehr gut gegangen, aber nachher ist das immer schlimmer geworden wegen der Regierung, die was da dran war gewesen. Willst du auch ein Stück? Nicht rühren? Hallo? Oh, das muss man nicht kriegen. Man muss nicht, aber man kann. Ja, kann man alles machen. Man kann alles Man kann alles machen. Wieso? Ich schaue gerade Skate-Videos. Ja, morgen gehen wir da, wo die Palmenwald ist. Los, Palmen hat's da. Und da schlafe ich hier, gerade neben dem Eingang. Also. Du bist zu kurz. Also ich bin zu lang, um da drüben zu schlafen. Ja, es ist gut, okay. Gute Nacht. Ich bin zu kurz. Was ist das? Ja? Das Mehl ist von Maniok gemacht. Die Maniok ist eine, wie sagt man, eine Wurzel. Eine Wurzel, die wächst unter die Erde. Die ist so wie die Kartoffel. Und von die machen sie Mehl. Und mit das Mehl macht man die Chipas. Und die Chipas nehmen Mehl, Eier und Käse und ein bisschen Öl, ja, und das ist die Chipa. Wir waren jetzt Geld abheben. Das sind 200 Franken in Pesos. Kannst nicht mal ins Portemonnaie tun. Das ist so viel Dings, Papier. Suiza, Schweiz. Ist das billige? So. Wie was ist die Idee? Für Käse schmelzen. Da tut man den Käse für schmelzen Käse. und dann auf die Kartoffeln drauf. Und das ist das Beste. Raclette. Wow.
Wow. Wow, 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 wow. Wow. El trajo de Suiza. Ja, it's very good. Ja. Ein guter Miteinander. Ein guter Miteinander. Yeah! Mehl. Jetzt machen wir Tunka Tunka. Direkt auf die Kartoffeln. Ja, Ja, so. Wow. so. Danke. Danke, danke, mehr nicht. Nein. Hallo. Oh. Guck, Fisch in den Brot. Oh, no. Oh, no. Ich habe doch gesagt. Oh. Ich habe euch gesagt, passt das Essen auf. Ich will keine Namen nennen, aber die Hälfte der Leute hat drauf gehört. Haben die Quartiers dir das Essen weggenommen? Wenn wir heute keinen Mittag haben, dann Es ist deine Schuld. ist deine Schuld, weil du hast es in die Weil ich Kameratasche dir gepackt. gegeben hab. Nee. Doch, du hast es direkt oben auf die Kameratasche gepackt. El viento me trajo la letra que escribo, melodía que siento, memoria del olvido. Solo así podré volar, solo así podré jugar. Ja, hier kannst du baden, ja. Kannst du reinhopsen. Brisa suave recorre mi oído, mis ojos ven un ambiente tranquilo, me habla, me cuenta y yo lo transmito, algo especial mi corazoncito. Wunderschönen guten Morgen. Heute fahren wir nach Posadas. Der Ruben nimmt uns mit. Wir machen eine kleine Tour. Wir sind auf der Suche nach schönen Bombilien und Kalebassen, die auch spülmaschinentauglich sind. Und da werden wir mal schauen, was wir finden. Ist der Ruben? Ist schon unten. Wir müssen los. Wir sind jetzt hier angekommen bei Mate Metall, spezialisiert auf Mate Becher aus Edelstahl. Wir verlassen uns nicht gerne auf den Zufall, also den Staat, bis er uns sagt, was wir machen müssen, um die Holzkalebassen zu importieren zu können. Also suchen wir schon mal nach einem Plan B, dass wir eine schöne Kalebasse haben, die die Schweizer auch benutzen können und auch in die Spülmaschine bringen. Esto es una fábrica de mates de acero inoxidable y expendedores de agua caliente. Mi abuelo fue el inventor de los expendedores de agua caliente. Lo inventó hace allá en los años 80 aproximadamente. Las calabazas tradicionalmente eran los mates originales cuando los guaraníes estaban en Misiones, pero es una planta. Y de eso le sacaban el interior y es una planta bastante dura, que eso era la calabaza originalmente, es una forma de mate. Pero nosotros trabajamos con acero inoxidable, no con calabaza. La importancia, la verdad que la del mate es fundamental para nosotros, es un compañero durante todo el día, a diferencia del café, porque a veces yo también tomo café a la mañana, pero el mate está toda la mañana, el café está solo al principio. Yo creo que la importancia del mate es el compañero de todo argentino que siempre está ahí. Dura mucho tiempo, para tomar tu mate no te lo tomás en 15 minutos, no es que te vas, te sentás en un café y lo tomás. Es largo el termo, o sea, necesitamos bastante tiempo para tomar mate. Así que yo creo que es un compañero durante gran parte del día de todos los argentinos y en el mundo en este momento. Cambian mucho los precios, entonces a veces hay tandas que vendemos y nos damos cuenta más tarde que perdimos dinero, sobre todo por la inflación, pero es el desafío de todo argentino. Can we laser it today, like now? If you want what, like a name or something, to see how it works. Sie wird auflassen und du sollst filmieren. Mientras no metan la mano, no pasa nada. Claro, no te va a meter.
Noah, zufrieden? Zufrieden. Buenos días, mi nombre es Oscar. Yo trabajo en la planta Valois Sacifia hace unos 33 años cumplidos, un poquito más. Y bueno, estoy al frente de la elaboración de la fécula. Bueno, por el momento tenemos distribución en el país. No tenemos exportación por ahora. Antes sí se hacía exportación. ¿En qué todo se puede usar la mandioca? Acá en la zona es más usada para la chipa, al horno, caburé, mbeyú, que es un nombre en guaraní, mbeyú, se hace en la sartén, la vascongada, yogur, todo eso. ¡Wow! Frigorífico, transfármaco, pilas. Wow, nunca sabía eso, que de la mandioca sale todo eso. Sí, acá fabricábamos almidón para pilas. Hacíamos para transfármacos, remedios, industria textiles, la ropa. ¿Cómo lidian con la inflación? ¿Es necesario ajustar los salarios constantemente? ¿Cómo lidian con la inflación? Es una pregunta. No sabía. ¿Cómo lidian con la inflación? ¿Tienen que constantemente ajustar los salarios? Los sueldos sí están subiendo paulatinamente de acuerdo a la inflación. Gradualmente. Ahora, en mayo, por ejemplo, tuvimos un aumento de un 5%. Junio, un 4,78%. Ahí tenemos hasta julio. Y en agosto, unos 3,8% más o menos. Que ya tenemos la escala. Es de acuerdo a la inflación, pero o sea, el valor del producto sigue siendo el mismo, tanto como para la compra como para la venta. Genau, also wir wollen halt es schaffen, in kürzeren Abständen Container herzuholen und dann schauen wir nach argentinischen Spezialitäten, wo wir halt noch mehr finden können. Und wenn man argentinische Spezialitäten will, dann ist Maniok nicht wegzudenken, weil das ist das Gericht oder die Zutat für alle Gerichte hier. No, la harina de yuca se usa pero para otras preparaciones que no solemos utilizar en esta empresa, digamos, pero sí conocemos. Pero las empanadas sí están hechas de las tapas de la empanada con harina de gluten, harina de trigo. Mir fehlt Fleisch. Estuve en un periodo muy corto, pero o sea, lo que es el pago no siempre es lo mismo que la inflación. Sube mucho la inflación, pero por ahí se mantiene el mismo pago y ahí es donde cuesta, digamos, mantenerse económicamente. Das kennen wir vielleicht in Zürich nicht, weil wer ist denn bitte schon 4 Stunden am Anstehen, um ein bisschen Geld von der Bank abzuheben, aber hier ist es Daily Business. Yeah, inflation here is like it's kind of weird because we are really used to that. Like I don't know, for 60, 70 years ago, I mean, it's usual. Every year, every government, I mean, we have the same problem, right? The particular thing in this new government that we have, you know, the Milei guy. At the end of the last year, all the prices went nuts. I mean, everything went like a triple, 4 times. It was incredible. And after that, things start getting better and better. But I mean, you have to think about this. I mean, whatever price you have, it was the triple. Now it's better because it's only the double. You see? I mean, it's better, but you know, taking the situation, I mean, it's still bad. Es un país muy rico, muy rico. Nosotros tenemos oro, petróleo, plata, cobre, mar. Tenemos mucha vegetación, todo se come. Vos plantás algo y te crece algo para comer. Pero los políticos
destruyeron nuestro país. I mean, oh no, don't you worry. No, show what you did. I was about to tell you about the mix of people that we have here. We are used to here where we have people from many countries, Switzerland, Germany, Russia, Paraguay, Brazil, Bolivia, whatever. You name it, we have it here. And this is our small town. That's the particularity. I'm sorry, I don't know if that's the word, but that makes this town like a kind of different. If you go to other towns, you have mainly, Brazilian, mainly Paraguayan. Over here, you have mainly everyone. Soy hija de italiano, mi papá vino de la Segunda Guerra Mundial de Italia. Trabajo para la comunidad, para el municipio. Esto es la parte de cultura. Atendiendo al público. La hierba es una hoja que nosotros lo tomamos como, sirve mejor dicho. Antes los indios usaban como para mantenerse despiertos, con los ojos abiertos, por medio de que vengan otros colonos o otros indios a querer sacar su comida o sus chozas, sus cosas. Para eso servía la hierba antes. Ahora es una efusión, tomamos para mantenernos y es agradable. ¿Me entendés? Es beautiful, te mantiene ojos abiertos. Sí, eso, sí. ¿Está? Jägermeister und handwerklich gebrautes Bier, was auch immer das heißen soll. Sweezer! Pass auf deine Kamera auf! Damn, der Junge. Wir haben uns draußen auf der Hauptstraße mit Claudio getroffen, bevor wir hier mit seinem Jeep Geländewagen 3 Kilometer reingefahren sind oder am Reinfahren sind. Und ja, es ist sehr matschig, sehr uneben und sehr wackelig, wie man wahrscheinlich sieht. Aber es ist auch sehr schön. En guaraní se saluda Aweyevete. Aweyevete. Aweyevete, sí. Nyandejara Terobasa. Así se, Gott segne dich. Nochmal? Nyandejara Terobasa. Nyandejara Terobasa. Nuestro medio de vida es, sembramos maíz, mandioca, batata. También hacemos artesanía, hacemos bichito de madera blando y de madera de cierne sería. Y este otro tamaño, más chiquito, este ya no crece más que eso. Wieder ein Vogel. Wir haben hier originale, wunderschöne Kalebassen von der Guarani produziert und die sehen wirklich stabil aus. Es ist nur die Frage, wie muss man die behandeln, dass man die importieren kann. Dankeschön. Nicht reinfassen, die dreckige Hände. Wie meinst du das? Was ist los mit dir? Oh, Großi, den spuckt man aus. Die OGs spucken ihn aus, Bro. Weil es ist kaltes Wasser, Bro. Soy Rolando Naumann de General Alvear, Misiones, Argentina. Sí, somos pequeños productores. Todo comenzó ahí por el año
1914, cuando empezó con la Primera Guerra Mundial, donde mi abuelo se escapó de la guerra. Con 18 años vino a este lugar, General Alvear, era todo monte, y lo único que trajo una muda de ropa y un hacha que consiguió, y empezó a tumbar montes y a hacer plantaciones, y bueno, entre las plantaciones cultivó la yerba mate. Así que después pasó a mi papá, continuó con la producción de yerba mate, y yo ya soy la tercera, y mi hijo Jairo, que ya está en la cuarta generación de productores de yerba mate, y bueno, tratamos de ir mejorando cada año la producción, la calidad y en el trabajo, para que el mate tenga el mejor sabor y calidad para los consumidores. Mi nombre es Jairo Naumann, como ya lo comentó mi papá, ya vengo la cuarta generación con la yerba. En un día, en una reunión familiar, charlando entre ambos, llegamos a un acuerdo de poder hacer la otra parte, que es el molino, hacer la parte industrial, hacer la cadena un poco más completa. Y bueno, se pudo lograr, gracias a Dios, se logró el crecimiento de la empresa. Fueron los primeros 3-4 años que fueron un poco ajustados, pero hoy por hoy se está trabajando bastante bien y con una marca ya bastante establecida. En algunos casos se pudo exportar y mayormente en la parte, en todo el país de la Argentina estamos distribuyendo la yerba. A la salud del suelo y la conservación y el tema del cambio climático, el agua, la faltante de agua, implementamos estanques de agua, como esto es un estanque de agua de 7.000 metros cuadrados. Criamos peces y también nos sirve como una reserva de agua, ¿sí? De agua natural, que tenemos vertientes naturales acá. Also fass mich nicht an. El proceso de la yerba mate, del cultivo, desde que se inicia con la semillita de yerba, se le siembra durante 3 meses hasta que nace la semilla, la planta. Después de 10 meses aproximadamente están listas para ponerla en la chacra, y después se empieza el cuidado durante 2 años. El tercer año ya se puede empezar a hacer la primera cosecha, el primer despunte. En mi caso soy productor primario, hacemos la producción, la cosecha, y vamos a elaborar en los secaderos de yerba, donde se seca la yerba. Se pone en un depósito de yerba y luego va a otro depósito para estacionar durante 1 año y medio o 2 años, estacionamiento natural. Nosotros trabajamos con estacionamiento natural. El único método que usamos, que es el mejor método, no así otras empresas hacen la forma acelerada, que lo procesan más rápido y en 30, 40 días ya pueden estar tomando. En nuestro caso tenemos que esperar 2 años para sacar un buen mate. A la sequía, sí, tenemos que afrontar muchas veces sequías de varios meses, donde lo que más sufren las plantaciones chicas. Tenemos que usar el riego, usamos riego todo manual, ¿sí? No mecanizamos, así que vamos con un balde y lo regamos cada día por medio. Hay que regarlo en épocas de sequía, en el verano lo tenemos que regar. Así que nos complica. El sol caliente a veces quema la planta también, ya cuando es las temperaturas muy altas tenemos problemas con las temperaturas, que principalmente en las plantas chicas tenemos que poner sombra, para que cuando está chiquita tiene que haber una sombra para que el sol no le mate, no le queme, y que tenemos diferentes problemas, desafíos que afrontar como productor. Y después cuando la planta está grande, sí, también tenemos algunos insectos que también afectan la producción, pero nosotros trabajamos en sistema natural, no dejamos que el insecto haga su trabajo con tal que nos deje algo para nosotros. Gerade haben wir darüber gesprochen, wie wir Bodenproben mitnehmen wollen und sie ins Labor einschicken wollen. Aber wir müssen den Boden prüfen, um
sicherzustellen, dass er allen, wie sagt man, Richtlinien entspricht, dass wir biozertifiziert werden. Weil sie machen schon sehr vieles, ohne halt chemisch, natürliche Dünger und so. Da sind nur noch ein paar Feintunes und nachher haben sie schon das Siegel und sind offiziell biologisch. Jetzt machen wir einen kleinen Spaziergang durch alle Matefelder und nehmen in gewissen Abständen Proben vom Boden, um es nachher in ein Labor einschicken zu können, weil wir wollen eben den Mate biozertifizieren. Und dafür müssen wir mal abchecken, ob irgendwelche Rückstände von irgendwelchen Pestiziden noch im Boden sind. Also eine lustige Geschichte. Der erste Laden, in dem ich mit dem Mate reingegangen bin, war so, ich nehme deinen Mate nicht, weil er nicht bio ist. Das war der erste Laden, in den ich reingegangen bin mit Kairos Mate. Aber das ist ja nicht schlimm, weil 150 Läden haben ihn nachher genommen. Und sie benutzen keine, weißt du, synthetische Düngermittel und spritzen auch nicht. Das heißt, es ist biologischer Mate. Mallorca, nein! Ich habe mich kaputt gemacht. Den Mallorca mit Gras. Wunderbar, wir haben alles geschafft. Nochmal geredet, das nächste Meeting abgemacht, die Proben entnommen aus dem Boden. Also wunderschön, so hat Jahre gedauert, bis wir an diesen Punkt kommen, dass wir endlich über das Siegel geredet haben und endlich den Schritt gemacht haben. Und ja, jetzt bald muss nur noch eingesendet werden und keep the flow. Estrellas en tu cajón, no veo dónde voy. Mi camino se va nublando a cada paso que doy. No me parece posible dejar de ser invencible. Me cuesta tanto dejarte ir. Ya quiero salir de este presente enrollado, confuso y alocado. No, borra tu sombra de mi mente y no vuelvas a meterte nunca más. ¿Hay alguna medida que han tomado para contrarrestar el efecto climático en cuanto a proteger la cosecha en la hierba? Eso no hay mucho, ¿no? Porque con el tema del clima, la seca no. Claro, no hay mucho. Por ahí en las plantaciones nuevas se les puede regar, pero complica porque por ahí son plantaciones grandes, entonces o le haces una cubierta verde, le plantas algo en el medio, una avena, algo que le puede proteger, pero no mucho. Also diese Tambora da hinten, hier wird es nur 24 Stunden drin getrocknet und nachher kommt der in einen der Lagerhallen hinten und diese Lagerhallen werden mit diesem Feuer beheizt, damit es halt ein bisschen schneller trocknet. Hier ist die Erbe schon durchgekommen durch ein Feuer und sie ist schon genug trocknet. Sie braucht nicht viel Feuer, sie darf nicht viel Feuer haben. Und dann geht das da hoch und dann nachher geht es darin und da trocknet es noch ein bisschen. Hier drin haben wir 120 Grad und über uns, über dem Netz, wird der Mate-Tee getrocknet. Also der Rauch, der hier von unten hochkommt, wird dem Mate auch ein holziges Aroma geben. Das heißt, diesen rauchigen Geschmack vom Wald. Dann, wir können jetzt noch auf der anderen Seite mal schauen, wie es oben aussieht. Also das ist mit Eukalyptus und dem Holz hier vom Wald in der Umgebung wird das gebrannt. Also das ist wirklich ausgesuchtes Holz, was dieses spezielle Aroma im Mate Barbacoa hier erzeugt. Hier sind wir jetzt oberhalb des Raums, wo man vorhin gesehen hat, wo der Rauch hochkommt. Und hier haben wir eine 30 Meter lange Spule, die den Mate nach hinten bewegt. Das heißt, der Mate fällt hier runter, die Maschine, hier oben wird sie hochgezogen, fällt nachher hier runter
Und das ganze Band dreht sich nach und nach bis nach ganz hinten, bis der Mate gleichmäßig verteilt ist. Und hier oben haben wir etwa 120 Grad, also ist ziemlich warm, wenn es mal richtig angeheizt ist. Und dann kann der Mate langsam trocknen. Und hier sieht man schon, er ist schon um einiges trockener geworden und bekommt dieses rauchige, holzige Aroma. Es ist so, wie wenn man einen Grill macht und den Grill, die Luft direkt ins Gesicht kommt. Die Mateblätter werden oben vom Trocknungsraum hier reingezogen mit dem Laufband und hier zermahlen, also klein gemacht. Und dann werden sie weiter zum Abpacken, hier unten sieht man es, in den nächsten Raum gezogen. Diese Maschine, die man hier rumdrehen sieht, die trennt ein bisschen die groben Stöcke von den Mateblättern, damit nicht zu viel Stöcke drin sind. Und hier werden sie noch mal 2 Jahre gelagert. Cargas y emisiones es el 70-80%, casi la yerba mate. Después tenés el té, otro cultivo, pues el tabaco, pero mayormente la yerba, lo que más muere. ¿Y cuánto tiempo podríamos decir entonces eso desde que cosechan hasta que se pueda tomar un mate? Sería... Prácticamente 4 años sería. Wow. Tener 2 años en la planta y ahí tener el proceso de estacionamiento. Estacionamiento vuelta, que son 2 años, 18 a 24 meses en adelante. Hier sehen wir gerade den Unterschied. 18 Monate bis 2 Jahre wird er getrocknet. Das ist hier relativ frische Mate, noch sehr grün. Dieser hier ist schon fast fertig. Man sieht schon, die Farbe ist schon fast wie der fertige hier. Ja? Also schon fast bereit zum Genießen. Ellos quieren saber si ustedes pueden pronunciar la palabra Juji Hashley. Juji Hashley. Juji Hashley. Cuchi, tu, cuchi, cuchi castli. Juji Hashley. 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 Juji Hashley, ja! Die Schweizer fragen immer das, weil alle können das nicht sagen und dann Heute ist eigentlich der letzte Tag für mich hier in Oberá. Verabschiede ich mich vom Noah und gehe über einen Flug inlands zurück nach Buenos Aires und dann zurück in die Schweiz. Ich freue mich eigentlich schon zurück zu sein, aber den ganzen Film schneiden und ich habe Zeit bis zum September. Das heisst, August habe ich 1 Monat Zeit und ich fange einen neuen Job an. Das kommt noch dazu. Das heisst, in der nächsten Zeit werde ich sehr wenig Freizeit haben. Bin aber froh, bin ich dann befreit vom Noah seinen ganzen Gugus, weil der ist die ganze Zeit immer nur am Seich machen gewesen und das ist natürlich spannend, aber es ist halt Gugus.